Nativity, so that's about age 11 to 18. And I manage confirmation for that group too, because we do it at teenage years. Also Daniel ist natürlich zuständig für die 11- bis 18-Jährigen und es sind 2 Programme, da geht es hauptsächlich um eben die Firmen, also Firmenvorbereitung. I told the last group too, I didn't say this in this part, but I've only been at Nativity for about almost 2 years, and I've worked at different parishes before that in Idaho and in the Seattle area, in the other side of the country. Also Daniel ist hauptamtlich in Nativity und ein bisschen weniger als 2 Jahre da und hat zuvor in Idaho und in Seattle in der Gemeinde gearbeitet. Should I begin? Yeah. Okay. So my plan for this time is to just talk a little bit about our strategy for confirmation at our church, and then I'll leave the rest of the time for questions and discussion. Okay, wird uns jetzt über die Firmenvorbereitung ein bisschen was sagen und dann hoffen wir noch genug Zeit zur Diskussion für Ihre Fragen zu haben. Okay? So when we started thinking about our confirmation program, we wanted to answer the question, what keeps a teen coming back to church, even beyond confirmation? Also die Frage, die Nativity und Daniel bewegen, ist, wie können Sie die Jugendlichen nach der Führung auch wieder zurückholen und wieder da bleiben? And before we had an answer to that question, we found a lot of things that don't keep teens coming back to church. Also wir haben bei der Nativity viele Antworten gehabt, wo wir wissen, warum sie nicht mehr zurückkommen. So what doesn't keep them coming back is entertainment, food, games. Also worauf es keinen Wert legen, Jugendlichen, das ist also unterhalten zu werden, Spiele und auch Essen, Reisen. And it's not small groups or great conversation. Und es ist vor allem auch nicht die Kleingruppe und es ist auch keine Konversation. And as much as we want it to be, it's not theology or great teaching or even the Eucharist, at least not at first. Also, und es ist vor allem nicht große Vorträge zu bekommen, Theologie vermittelt zu bekommen, also jedenfalls nicht am Anfang. But we believe that there's power in all of those things. That even though they're not the answer to the question, we do put a lot of effort into them. Also das ist nicht die Antwort, wo wir wirklich viel Energie reinsetzen. So this one thing that we try to concentrate on, we built our program around it, and everything that we do tries to contribute to it. Also es gibt eine Sache, wo wir eben alle Energie reinsetzen und ja. So can you guess what it is? Können Sie sich vorstellen, was genau dieses eine Ding ist? Retreats. But retreats contribute to it. Also es ist ein Teil davon, ja. Was noch? Und was ist das eine Ding? Relationship. Yes. Ja, also Beziehungen, Verbindungen, Relationship. Yeah, so we try to build everything with that in mind, that the relationship is what matters most. Genau, also das ist im Hintergrund im Kopf und es wird alles darauf ausgerichtet, dass es das Thema Beziehung geht. So our top priority with Timmy when he's in confirmation, Timon and Timmy, is that he would build great relationships. Also Sie wissen ja, Timmy, quasi der Team, das ist der Sohn von Timonium und den sprechen Verbindungen und Beziehungen an. So those are relationships with his peers and with his leaders and with his parents and his sponsor and with the church. Ja, also es geht um die Beziehungen zu seinen Leitern, also Smallgroup-Leitern, dann auch zu seinen Gleichaltrigen, dann zu seinen Eltern, zu den Firmenpaten und parents, peers, In the church. in the church. Okay. Because we believe that sometimes before Timmy can have a relationship with a God that he can't see or feel, he needs to have a relationship with a person that he can.
Also bevor Timmy quasi eine Erfahrung oder eine Beziehung zu Gott haben kann oder haben wird, er kann sie im Moment noch nicht, braucht er eine Beziehung zu einer Person, die diese Verbindung hat. So our small groups and our messages aren't what keep Timmy coming back, but we believe that those things lead to great relationships. Also alle die Dinge, die gemacht werden, die führen darauf hin, quasi, dass diese Beziehungen helfen, die große Beziehung aufzubauen. But we want Timmy to have fun with the people around him too. We think fun is really important. Das, was ganz wichtig ist, dass Timmy quasi Spaß hat, wenn er kommt, Spaß in der Kirche. So we asked Timmy's leaders to play table tennis with him and serve him pizza. Also die Leiter, die Small Group Leiter sind gefordert, eben Tischtennis zu spielen, Pizza zu servieren, alles, was die Teens eigentlich gerne mögen. And we want them to sit together and listen to the message. Und sie möchten aber auch, dass die Teens mit ihren Leitern zusammensitzen, also beide zusammen, und sich dann auch die Botschaft anhören. And a lot of times in small group, we ask them to put their cell phones away. So I had a little box that all of my teens put theirs in. Also die Treffen der Small Groups, die finden ohne Mobiltelefon statt. Diese Mobiltelefone werden in einer Kiste vorher eingesammelt und weggestellt. So we want them to laugh, to share, to pray, and to open up. Also es ist gedacht, dass sie lachen gemeinsam, dass sie beten gemeinsam, dass sie sich öffnen und eine gute Zeit haben. But for all of our efforts with the weekly experience, sometimes that couple of hours a week isn't enough. Ja, die wöchentlichen Treffen sind dafür aber leider nicht genug. So we also send them on that retreat that I was talking about this morning. Es gibt in dieser Firmvorbereitung eben auch ein Retreat, also ein Wochenende, das sie zusammen verbringen. I wanted to talk a little bit more about that group that we have this year, the ones that spray painted and graffiti. Daniel möchte uns gerne mehr erzählen über die Firmvorbereitungsgruppe diesen Jahres. Sie haben unten ja schon diese Graffiti-Bilder gesehen, die gemeinsam erstellt wurden. Das ist mit der Sprühbüchse. And part of what we did with that group is later that evening, that had happened earlier in the day with the spray painting, but later that evening we had an experience that we brought them through. Ja, also da später, quasi nach dem Graffiti-Malen, da gab es ja eine durchlebte Erfahrung, quasi eine gemeinsame. It started with this activity that we call Cross the Line. Diese Erfahrung, die wird gestartet mit einer Übung, die heißt Cross, also die Linie überqueren. Das heißt, ich versuche es ein bisschen zu erklären, quasi so sich zu zeigen und über die eigene Komfortzone hinauszugehen, zu zeigen, was tue ich eigentlich. Und das geht in einer bestimmten Methode. And the idea with Cross the Line is sort of two things. One is it's kind of an examination of conscience, and the other is that it helps them to see that they all struggle with the same things. Also dieses Cross the Line ist eine Übung, wo alle gleichzeitig sich hinstellen und wo Fragen gestellt werden. Und das Ziel sind zwei Dinge. Das erste ist quasi Bewusstheit nochmal zu bekommen durch die Frage. Und das zweite ist zu sehen, dass jeder von denen nicht alleine ist, sondern dass alle anderen im Grunde genommen in der gleichen schwierigen Situation sind und sich Gedanken darüber machen. So what we do is we line them up so that they're shoulder to shoulder. Also die stehen quasi Schulter an Schulter in einer Linie. And there's about 150 teens that are doing this. Und es sind etwa 150 Jugendliche, also Teens, die nebeneinander da stehen. And we have a fair amount of direction for it so that they take it seriously. Die einzige Vorgabe ist, dass sie es einfach ernst nehmen. We start out with easy questions, so it'll be something like, cross the line if you like pizza, and if you like pizza, you walk to the other side. Genau. Also die Übungen fangen an mit ganz einfachen Themen, beispielsweise magst du Pizza? Und das heißt, die Aufgabe, wenn du Pizza magst, dann geh los über die rote Linie am anderen Ende. And then the questions build in intensity, so we'll ask them,
Cross the line if you've ever asked someone to go farther physically in a relationship than they were comfortable. Also die Fragen, die werden intensiver und ja, extremer. Beispielsweise dann auch Themen, hast du schon mal jemand anderen in einer Beziehung quasi über deren Grenze hinaus gefordert oder geschubst. Genau. Cross the line if you've ever had thoughts of self-harm or suicide. Genau. Hast du schon mal Gedanken an Selbstmord oder ähnliches gehabt? And what happens is they realize that they are struggling with the same things, and many of them start crying. Also die Idee ist einfach, dass die Teens und Jugendlichen, die merken, dass alle anderen, die da mit vorgehen, die gleichen Gedanken auch schon mal bewegt haben und dass sie nicht alleine sind. And this year, because of what happened with the painting, we decided to take them back to that area and do this activity on the area that they had painted. Also in diesem Jahr war die Entscheidung, dass all die 150 Jugendlichen quasi, um diese Übung zu machen, wieder in den gleichen Raum, Räumlichkeiten gehen, wo sie gemalt haben, wo dieses Graffiti war. And then we brought them back from doing Cross the Line, and we had set up the room with all of the chairs in circles so they could sit in their small groups. Und nachdem sie quasi dort diese Übung gemacht haben, kamen die wieder zurück in den Gruppenraum, und in dem Gruppenraum wurden die Stühle quasi in kleine Stuhlkreise zusammengestellt, so wie sie in ihren Small Groups, also in den kleinen Gruppen zusammensitzen. And we explained that they were going to lay hands over each member of their small group and pray over them. Also innerhalb der Kleingruppen wurde dann den Jugendlichen eben ganz deutlich erklärt, dass jetzt Hände aufgelegt werden, wie sie das auch tun sollen, was das bedeutet. Sie wissen ja alle, in Amerika ist nochmal Übergriffigkeit ein anderes Thema als bei uns, also berühren auch von jemandem geht an sich nicht. Aber dann wird es erklärt und ausprobiert, sodass die auch in der Lage sind, so eine Übung mit dem gemeinsamen Beten dann auch zu machen. I don't know about your teens, but for my teens, this is very uncomfortable for them and very new. Also die amerikanischen Teens, sagt Daniel, für die machen das nicht, also die berühren niemanden, da ist es vollständig quasi schon über der Grenze drüber. But they do it because we ask them. Und sie machen es aber, weil es erklärt ist und weil sie danach darum gebeten werden. And while all of this is happening, our worship leader is leading music, and we explain that we're going to have a period of adoration with Jesus in the Eucharist. Und parallel dazu gibt es Worship, Musik und dann auch Anbetung und natürlich Eucharistie. So as they pray over each other, many of them are weeping at this point. An dem Punkt sind die meisten und weinen. And as it all finishes up, the prayers finish, they begin to kneel on this concrete floor. And our worship leader asks us to raise our hands, and almost every teen in the room is hands in the air, praying together. Also nach all den Erfahrungen gehen dann die Jugendlichen auch auf den Boden und knien sich hin und halten die Hände hoch und genau vom Gebeten, aber sie gehen da mit. And what's amazing is that these are the same teens that were causing all of the trouble earlier in the day, but they have this capacity in them. Also es ist schön zu sehen, dass das quasi diese Jugendlichen sind, die am Anfang so ganz anders waren, dass sie sich dem so hingeben. And it's the biggest relationship builder of anything that we do during the year, this time away on our retreat. Also dieses Wochenende, dieses Klausurwochenende ist quasi ja, der beste Beziehungsbildner quasi in der ganzen Vorbereitung. So from there, we continue to try to build those relationships with our weekly program through the year. And we also try to build the relationships between the parent and the teen, and between the sponsor and the teen. Also es gibt verschiedene Arten der Beziehung, eben der Teen quasi zu seiner Small Group, aber dann auch der Teen quasi zu seinen Eltern, dann zu dem Leiter dieser Small Group
Und dann aber auch zu den Firmenpaten. So with the parents, we send home resources, and we ask them to come a couple of times during the year to pray with their teen or to be part of our program for that night. Also die Eltern werden einmal im Jahr über gebeten, auch gemeinsam zu den Firmen zu kommen und gemeinsam zu beten mit ihnen. And with the sponsor for confirmation, we have a couple of nights that are just for them to meet with their teen and have one-on-one discussion, to pray together, and we even have them wash each other's feet. Also auch mit den Firmenpaten gibt es quasi Veranstaltungen, wo die Firmenpaten mit den Firmlingen zusammen sind, in quasi 1:1 Gesprächen, wo sie gemeinsam miteinander beten und aber auch gemeinsam sich dienen, beispielsweise auch also sich gegenseitig die Füße waschen. One of our goals through all of this is that the teen would almost feel overwhelmed by the investment that all of these people have made in that person. Also die Teens sind einfach vollkommen überwältigt, was die anderen alles an Diensten für sie auf sich nehmen. So I just want to share one last story. This is a story about a small group leader named Nick. Ja, dann möchte ich uns gerne eine Geschichte von Nick, einem Small Group Leader, erzählen. Nick had a group of middle school boys, so these were 13 or 14-year-olds. Also Nick hatte eine Gruppe von Jungs, 13 oder 14 Jahre alt. And he was with them throughout the year, and many weeks they weren't paying very good attention, and the discussion wasn't very productive, but he stuck with it. Also das Jahr war für ihn sehr, sehr schwierig, weil die haben nicht wirklich auf ihn gehört. Es war schwierig, mit denen umzugehen, aber sie sind zusammengeblieben und er hat durchgehalten. Also der Leader hat durchgehalten, der Leiter. And towards the end of the year, he took them on a retreat with the rest of the group, and they stayed at a retreat center. Am Ende dieser Firmenvorbereitung des Jahres hat er seine Kleingruppe mit anderen zusammen in ein Retreat Center gebracht. And this retreat center was set up so that they were in a dormitory where they had a common area that they could all spend time with each other, and then they had the rooms right off of that. Also das ist eine Art Tagungshaus, wo quasi in der Mitte ein Begegnungsraum war und außenrum eben diese Schlafzimmer. And there was a point in the retreat where everything was going well, and Nick walked away for a few minutes and left the boys alone in that common area. Das Retreat war an sich jetzt in guter Stimmung, alles war für ihn spürbar, also für den Leiter spürbar gut, und er ging einige Zeit weg. Also der Leiter ging einige Zeit weg und hat die Jungs allein gelassen. And while he was away, the boys started to dare each other and to get into a little bit of trouble. Und in der Zeit, als er weg war, haben die sich ein paar Sachen ausgedacht und haben sich ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. And then they started to dare each other for everyone in the group to take turns pooping in the middle of the room. Ja, jetzt kommt die heikle Geschichte. Also die Jungs haben quasi mitten im Raum einen großen Haufen hinterlassen. So Nick came back and found this mess, and he was furious. Also der Gruppenleiter kam zurück, hat in der Mitte dieses Gemeinschaftsraumes da diesen schönen großen Haufen gefunden und war natürlich wütend. So he sent the boys back to their rooms while he decided what to do. Ja, und Nick hat dann die Jungs quasi in ihre Zimmer geschickt und überlegt, was er denn jetzt nun tun kann. And he prayed about it. Und er hat für sich gebetet. And he went and found some cleaning supplies. Und dann hat Nick quasi einige, wie sagt man da, Reinigungsutensilien gefunden, also Plastikhandschuhe, Schippe, Müllsack. And he brought the boys back and sat them in a circle around their mess. Dann hat er die Jungs zurückgeholt aus dem Zimmer und hat sie auf Stühlen quasi ihren Misthaufen da rumsitzen lassen. And without saying anything, he put the gloves on and he began to clean everything up. Und ohne irgendwie zu sprechen hat er quasi, der Leiter hat dann die Plastikhandschuhe übergezogen und hat quasi diesen
Haufen weggeputzt und weggeräumt. Und er hat eben nichts gesagt. And when he finished, he took the gloves back off and he sat back. Und als er dann mit dem Reinigen fertig war und seine Plastikhandschuhe abgezogen hat, sagte er, And he said to the boys, "This is what Jesus does for each one of us." ja, er sagte also, das ist das, was Jesus für uns alle gemacht hat. Even when we don't deserve it, he comes and cleans up the mess that we make in our lives. Also auch wenn es jetzt nicht so klar war, aber er räumt quasi hinter uns den Dreck weg. Even when we do it on purpose. Und auch wenn wir das absichtlich machen. So those boys ended up being the leaders, the really pillars, the foundation of the program after that. Also nach dieser Erfahrung waren die Jungs ganz felsenfest überzeugt und wurden ihrerseits wieder Leiter und mitgeholfen. But the whole reason that any of that was possible is because Nick had a relationship with them from all of that year of investing in them. Und der Grund, warum das überhaupt passieren konnte und er so agieren konnte, war, weil er schon ein Jahr lang quasi eine Beziehung zu den Jungs aufgebaut hatte. So we have to have that relationship to be able to speak truth to our young people. Also das Wichtigste scheint, das Wichtigste ist, dass wir eben diese Beziehung aufgebaut haben zu den Jugendlichen, dann können wir die Wahrheit sagen. And that's all I have. I'd love to hear your questions and have a Ja. discussion. Das war jetzt die Geschichte und Daniel freut sich, von Ihnen Fragen zu bekommen. In which period do these exercises fall? Yeah, so Einen we... Moment kurz. Okay, sorry. Also, die Frage ist, wie lange dauert diese Frühvorbereitung? We started in September, and the confirmation this year was in April, but usually it's April or May, so 9 months. Also 9 Monate Dauer, September bis April oder Mai nach Termin dafür. And just for reference, the retreat is usually the first weekend in October, so we try to do it pretty early in the process. Also dieses Gemeinschaftswochenende ist sehr am Anfang der gemeinsamen Zeit im Oktober. And you talked about pupils or children between 11 and 18. But in the small groups, they are the same age. Correct. Mhm. Yeah. Also in den Kleingruppen sind altersgleiche, also in 2 Gruppen geteilt und gleiches Alter. So we have 2 programs. One is 6th through 8th grade, so it's 11 to 14, and the other one is 14 to 18 in high school. Also es gibt 2 Programme, Middle School und High School, und die einen sind 11 bis 14 und die anderen 14 bis 18 Jahre alt. And girls and boys? Yeah, so everybody's together within those age groups. At the beginning of the night, we have pizza and games, and then we have our message. We have a student band that plays some worship music, and everybody's together for all of that, boys and girls. Also am Anfang des Abends gibt es zusammen eben Essen, Worship-Musik und Spaß. Also da sind die Gruppen quasi, die Altersgruppen Mädchen und Jungs zusammen. And then we break up into small groups, and the small groups are by grade and gender. So it's 9th grade girls and 10th grade boys and so on. Okay, but in the beginning of the evening are the 8th, 9th, 10th all together? They're, yes, but it's 9th through 12th grade is one program, and those aren't the same time. Okay, also die Mittel, also die 2 Gruppen haben ja verschiedene Alter, die sind zusammen an so einem Abend, da sind Mädchen und Jungs zusammen, und dann geht es auch, also da gibt es auch diese gemeinsame Message, die Botschaft, und dann geht es auch in die Small Groups, und dort sind die nach Alter sortiert, also 11, 12, 13, 14 und getrennt nach Mädchen und Jungs. And that works for us, but I don't know that it works for everybody to Yeah. have boys and girls groups. Also wichtig ist in Nativity, also funktioniert es, dass man eben Mädchen und Jungs trennt. Daniel weiß nicht, ob das eben bei Ihnen auch so funktioniert. Why are there 150 children? Is this just a big area or? Yeah, it's still, I think we're, a lot of teens come for confirmation, and our program's grown the last couple of years where we have space and
people like it. Also That's popular. die Frage war jetzt, warum 150 Firmlinge, und die Antwort ist, weil Nativity natürlich also sehr attraktiv ist, und da darf ich vielleicht noch anmerken, die Gemeinschaft oder die Kirche ist sehr, sehr gewachsen. Die haben 2017 einen neuen Kirchenraum für knapp 1000 Personen gebaut, haben sich wahnsinnig vergrößert, weil die so attraktiv sind, weil einfach viele Leute erzählen und die alle dorthin möchten. Und es ist wie eine Riesenveranstaltung, wie ein großes Theater quasi. Also Theater nicht im Sinne von Theater, sondern also ganz, ganz viel Platz für alles, weil die so viel Zulauf haben, weil sie ihre Sache so gut machen. How far do they travel? How far do they travel? The To come farthest is probably an hour away. Also eine Stunde quasi Einzugsgebiet fahren, also mit Auto fahren haben die. Und die kommen dann quasi zum Gottesdienst, zur Nativity. How many group leaders do you have for the confirmation? Our small groups, we try to have 2 leaders for every group. For one group, 2 leaders? Correct. Also One group you mean now from 11 to 14, or is this one group? Or One small group. So the small group is 12 to at most 15 teenagers. Also die Small Group umfasst 12 bis 15 von den Teens, und es gibt jeweils 2 Leiter. So who are these leaders? Most of them, so they're adults. We don't have a really big young adult population, so most of them are parents or retired people. Some are young adults. Also Nativity hat eine Struktur, wo es wenig junge Erwachsene gibt, sodass diese Gruppenleiter eben sehr viel Eltern quasi sind oder eben bereits in Ruhestand lebende Personen. And we have there's about 20 to 25 small groups in each program. So that means we have about 50 leaders for each one. So between the 2 programs, and it's not just small group leaders because we have some other people too, we have about 110 adult leaders. Also insgesamt gibt es etwa 110 erwachsene Leiter. Das heißt, bei der Bestückung von 2 pro Team etwa 50 und noch ein paar für Extra-Programme, die er jetzt nicht erwähnt hat. So these leaders are every year the same, or you take always other ones? It's always cycling through. The ideal is that we have the leader would go through really even from when they're in kindergarten all the way through, but hopefully they're with them for a few years, like all through high school or all through middle school or all through both. Also die Idee ist, dass diese Gruppenleiter natürlich eine ganze Zeit lang bei den Teams oder bei den Jugendlichen sind, damit dann die Beziehung sich entwickelt. Die Idee ist natürlich schon von Anfang bis Ende, aber Sie wissen, dass das natürlich kürzere Zeiträume sind. And that actually happens more than you would think, because they get invested with the kids and it works. Would you like to talk about the parents' information evenings? Sure. That might be interesting. Sure. So with our parents, we try to do a couple of nights for them during the year. It's always hard to get parents to come out, but especially the kind of younger teenagers and elementary age kids, we want those parents because they still have time with their kids at home. Also wir haben vorher darüber gesprochen, dass auch die Beziehung zwischen den Eltern und den Teens ja quasi gefördert wird, und dafür bietet Nativity so Informationsabende an mit den Eltern, und da haben sie spezielle Themen. Would you like to tell us what kind of themes? So this year we did 2 nights. One was on your teen and technology. And a lot of what parents want is to just be able to sit and talk to each other, because they don't even realize that they're going through a lot of the same things and they just need support in that. Also diese Informationsabende, da sind die Eltern total dankbar dafür, und so können wir die auch wieder binden. In diesem Jahr ging es um Technologie und Kinder.
sie wissen meistens sehr wenig und auch die Eltern entdecken, dass quasi alle Eltern das gleiche Problem in der gleichen Altersstufe haben und freuen sich, dass sie sich da austauschen können. Und in der vorherigen Session, da hat Daniel auch noch erzählt, da gibt es natürlich auch andere heiße Themen wie Sexualität und Jugendliche und ähnliche Sachen. Und das nehmen die Eltern total gerne an. And parents with technology, they're frightened by it because their kids know more about it than they do, and they always will. So what we encourage parents a lot of the time is we try to give them tools to talk to their teens about it, even from when they're very young. Also Nativity bemüht sich da jetzt einfach Hilfestellungen zu geben, wie die Eltern mit den Kindern ins Gespräch über die Technik kommen, weil die Eltern einfach mit der Technik zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr klarkommen, weil die Jugendlichen so viel, oder auch die Jüngeren so viel schneller mit den Tools umgehen können als die Erwachsenen und dass die Erwachsenen gar nicht so wissen, was da eigentlich abgeht. You know, two things I'd say about parent workshops if you want to do them. One is you don't have to be an expert, because most of what needs to happen is you give them a few things to talk about and they can talk about it. Okay. Also wichtig bei diesen Elternworkshops ist, dass man kein Experte sein muss, um da seine Dinge zu verkünden, sondern einfach ein Thema geben und dann tauschen die sich aus. And the second thing is to tell parents you're not allowed to go back and talk to your teen about this tonight. Okay, und die zweite Regel, die es da gibt, ist, also über alles, was heute dann an so einem Abend mit den Eltern besprochen wurde, gehen Sie bitte nicht zu euren Kindern und sprechen mit ihnen jetzt da direkt drüber, erzählen Sie ihnen. But to look for those opportunities after that night, going Genau, forward. sondern schaut ihr nach den Gelegenheiten, wann ihr mit euren Kindern über irgendein Thema sprecht. Ja, Fragen? Wie viele von den Jugendlichen verbleiben dann in der Pfarre? Gibt es da schon Erfahrung? How many of the teens will be later on in the parish after Confirmation. confirmation? I wish there were more, but the ones that we have the most success with have something that they're doing at the parish. So I had a boy in my small group, and he got involved with doing the cameras at Mass, and he does it with his dad, and sometimes they do every single Mass, 5 Masses each weekend. Also Daniel wünschte sich, dass es mehr sind, die da bleiben, aber Nativity und Daniel bemühen sich sehr, dass die nach der Firmung einfach Dienste in der Gemeinde übernehmen. Der hat beispielsweise einen Jungen, der zusammen mit seinem Vater Technik, also Video macht, und der kommt sogar fast jedes Wochenende da. Also so werden die gehalten. So the teens that have a next step for themselves, and we're working on that as part of what we're doing right now, but they need something else to do to keep them involved. Also wichtig ist, und da arbeitet Nativity gerade dran, dass die Jugendlichen immer das Gefühl haben, es gibt noch einen nächsten Schritt, also sie sind nicht fertig. Und an dem arbeitet, an dem Programm oder an den Ideen arbeiten. Andere Fragen? Does this cross the line and the praying afterwards, does this cause problems with the parents? But when I imagine that I will do this with my youth group, that will cause problems with the parents of the children. Why do you think it might cause problems? Because they are praying and worshipping and doing all these things, and so in my parish the children will do that, but the parents don't want that the children do that. Also die Frage war gerade, wie Daniel damit umgeht, dass quasi diese Dinge, die in so einem Retreat passieren oder auch an den Abenden, dass die quasi nicht brühwarm den Eltern erzählt werden, und sie haben ja die Befürchtung oder die Erfahrung, dass die Eltern dann kommen und sich beschweren. Und Daniel fragt, ja, wie kann es sein, dass sie sich beschweren? I think parents can be some of the
most challenging parts of working with teenagers. But part of the way that we try to get parents involved is even if they're not really practicing their own faith. We give them opportunities to see the teens praying and doing some of these things. It's not perfect, but at least it helps them to see the value in what we're trying to do for their teens. Also Daniel sagt, dass es schon auch sehr herausfordernd mit den Eltern sein kann, aber sie bemühen sich, dass einfach den Eltern klar wird, dass sie selber in ihrem Glauben ja auch nicht fest sind und dass sie den Kindern etwas beibringen, wo die Kinder einen Wert sehen, wo auch die Eltern einen Wert sehen, dass es beigebracht wird. So we invite them a couple of times during the year, not all the time, but one time is during Advent, and we have a night with adoration, and we invite the parents at the end to come and pray with us and pray over all of their teens. And then the last night of the year we do something similar. We're outside and we put the graduating seniors at the center of the group and all the teens around them, and then we lay hands and pray over everyone. The parents are part of that. Okay. Also die Eltern werden an verschiedenen Zeitpunkten des Jahres auch eingeladen. Es fängt im Advent an, dann noch zweimal im Jahr. Da werden die Eltern quasi auch um die Teens gestellt, sodass die Eltern für die Teens beten können. Und später wird es auch andersrum gemacht, dass die Teens auch für ihre Eltern beten können im Gottesdienst. Und ja, so werden die einbezogen. Ja. Gibt's noch? Ich finde, dass es bei uns doch etwas anderes ist. Also das Firmenalter ist bei uns so circa 12 bis 14 Jahre, jünger sind sie. Also, she says that the formation teens are between 12 and 14. Und wir schauen auf das hier ein bisschen praktische Arbeit oder Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen, Altersheime, Pflegeheime oder soziale Aktionen, dass sie mitmachen, dass sie so das Leben, so das Praktische erfahren, miterleben. And they try to go with the teens, to have them services with older people, disabled people, to see normal life in their parish. Her question. Okay, she's just telling us. Okay. That's great. Haben Sie eine Frage dazu noch? Oder? Nein, das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt, das war mir so ein bisschen zu theoretisch oder so. Okay. She says it's a little bit theoretical, and the question behind is maybe whether you do this well, because she thought it might be very theoretical how you treat and go into a confirmation year. Yeah, I think service is one of the things they're most willing to do, even before they know if they believe in Jesus and the church or not. They're still willing to help people. But are you doing this as well? To go with disabled people or old people, help them? Yeah, we have, so we call it mission in our church. That's what Brian is talking about. So we distinguish ministry is something within the church walls and mission is outside of the church walls. And we ask them as part of their confirmation to do one or the other and to try it. Okay, but it's one or the other and not one and the other. Right. Okay, also ich habe verstanden, dass es eben die Wahl für die Dinge gibt, dass sie entweder quasi Mission nach außen geht, und das wäre quasi bei Brian eben Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen, oder eben dann quasi Glaubensbildung, ebenso wie Daniel es beschrieben hat. Und gibt es beides bei uns, ja? Ja? Beides gibt es. Beides. Beides. Okay. Also dieses Verfahren habe ich habe festgestellt, dass bei uns so ist, dass bei uns also völlig traditionell ist es also völlig unüblich, dass man so öffentlich betet.
Also das Kind als Eltern für die Kinder geht oder Kinder für die Eltern und man sich da nicht zuschauen lässt, das ist für viele Leute bei uns völlig ungewöhnlich. Und Eltern haben bei uns Angst, dass Kinder sektierisch werden. Oder in The situation in our parish is that they are very traditional. They are not used to pray for others in the public, and the problem behind, or the this is that they are like a sector. It's like a sect, a sect, special. Jetzt weiß ich das Wort nicht in Englisch, Sekte. Übertrieben einfach. Also it's too much. I need to look up. So it's not they're comfortable praying out loud or for It's people. not allowed, not for others, not they are not very, Yeah. they are not that free, so they are afraid to do something wrong, doing too much, showing too much, and I think our teens. or being like Scientology. Yeah. Also nicht die Teens haben Angst, sondern die The Eltern. Eltern, the parents are feared. Yeah. I don't think our people at Nativity are very comfortable praying out loud or doing any of that either. But we push them a little bit. So I made my boys this year, I mean, even if it's as simple as we do something called the squeeze prayer, and everybody holds hands in a circle, and I'll start, and then I squeeze the hand of the person next to me, and they get to say something, and they squeeze that, and then just go down the line. Okay, also Daniel erzählt, dass die Eltern da jetzt auch nicht so in der Öffentlichkeit beten würden, aber die werden so ein bisschen dorthin gebracht und werden praktisch ein bisschen auch gefordert. Und er hat jetzt gerade erzählt von einer Übung, dass man sich dann auch im Kreis hinstellt und an den Händen fasst und dann beispielsweise den Händedruck nach rechts weitergibt und dass dann solche Sachen auch geübt werden. Okay, but could you help me? Scientology, what, the special group, what's that? Scientology? Yeah, it's a sect. It's a denomination. Yeah, Sect would work, sect, yeah. Because the people have always, they are scared that the children will get to a sect or will be influenced, you know. That's behind the thinking in this traditional. Or being brainwashed or something like that. So the parents are feared when they pray together and they're raising their hands that the children will be brainwashed and get into some special groups and that's their problem with all that. Okay. I think I don't know that that's a problem with our parents, but I do think that we have a lot of parents that are resistant just because they only want, it's socially very expected and acceptable to receive the sacraments, but they don't want anything else. Yeah. They don't want to even come to Mass after that. They just want this, and that's all they want. Also auch dort gibt es also Erwachsene, die nur die Sakramente haben wollen und sonst nichts. You don't let that influence you in your programs. For example, those parents that just want the confirmation and stay out of everything, it doesn't affect you. And in your goings, pray with the kids, work with the kids. You don't let it come to you. You know what I mean? Yeah, it still affects us whether we want it to or not. Because the biggest influence on whether a child has faith or not is their parent. It's not me. Are you stepping back then? But we have to. I mean, we have to be able to try to push the teens to do more and to be challenged. And it doesn't always work. I'm not saying it works with everyone, but a lot of them go to Catholic school and they don't know how to pray. Also die Frage war, ob es Daniel dann und auch seine Kollegen nicht quasi beeinflusst oder also ein bisschen in der Motivation zurücknimmt, wenn Eltern einfach kommen und nur die Kommunion haben wollen. Da sagt Daniel, nur die Firmen haben wollen und dann sagt Daniel, natürlich ärgert es ihn oder beeinflusst
beeinflusst es ihn, aber sie können nichts dagegen machen. Sie versuchen, die Eltern zu gewinnen und über die Jugendlichen quasi dann auch zu erreichen. Die Eltern werden aber die stärksten Einflussnehmer natürlich, gegen die ist nichts zu machen. Und er beschreibt auch, bei ihnen gibt es viele Schüler an der katholischen Kirche, die aber eigentlich nicht wissen, wie man denn überhaupt betet. Ja. Haben Sie noch weitere Fragen? Was interessiert Sie noch? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und thank you very much. Ja, danke schön.